Hufschmied Markus Rickus liebt Perfektion. Bei der Arbeit für seine vierbeinigen Kunden überlässt er nichts dem Zufall. Ein Hufbeschlag für ein Pferd ist eben Maßarbeit und echte Handwerkskunst. Den Huf auszumessen und dazu das passende Eisen zu machen, ist die größte Herausforderung. Mit Hammer und Amboss komponiert er seine ganz eigene Musik in seiner Schmiede. Hufschmied, ein uraltes Handwerk mit Ursprung in Europa. Ein Beruf, der nicht nur Augenmaß und handwerkliches Geschick fordert, sondern auch viel Gefühl fürs Tier. Es bringt nichts, wenn man ein guter Schmied ist und kriegt die Pferde nicht gebändigt. Man muss schon mit Pferden können. Jeder Huf ist einzigartig. Jedes Eisen ein Unikat. Mit seiner fahrenden Schmiede ist er von Stall zu Stall unterwegs. Hufschmied und Ausbilder Markus Rickus aus Beltheim-Mannebach arbeitet schon mehr als 30 Jahre in seinem Beruf. Heute fährt er zum Gestüt Simnach in der Nähe von Traben-Trarbach. Hier warten seine Kundenpferde. Bevor es ans Beschlagen geht, bereiten Markus Rickus und sein Mitarbeiter Bernd ihren mobilen Arbeitsplatz erst einmal vor. Früher war in jedem Dorf noch eine Schmiede und die Pferde kamen zu uns. Heute ist es der andere Weg. Heute fahren wir rund in die großen Ställe und beschlagen da 6, 7, 8 Pferde auf einem Platz. Ich habe alles dabei, was man zum Hufbeschlag braucht. Auch wieder mehrere Zangen, den Amboss, einen Beschlagshammer, also einen Schmiedehammer, den Ofen, einen Eimer mit Wasser, mein Werkzeug, meine Schürze, alles wie in einer guten eingerichteten Schmiede auch. Sein erstes Kundenpferd wartet bereits. Alle 6 bis 8 Wochen bekommt es einen neuen Hufbeschlag, denn unter dem Hufeisen ist das Horn am Huf gewachsen und muss wieder gekürzt werden. Jawohl, Bernd, schön. Bereits der erste Gang über die Stallgasse verrät dem Hufschmied, wie später das Eisen aussieht. Vorne links fußt er leicht außen, vorne rechts annähernd plan. Also es ist schon ganz wichtig, dass ich genau schaue, wie das Pferd geht. Ich kann aus dem Huf herauslesen, also die eine Seite ist etwas enger, die andere Seite ist etwas weiter. Auf der einen Seite nutzt er sich das Hufeisen etwas mehr ab wie auf der anderen Seite. Und ich präge mir auch dementsprechend schon den Huf ein, wenn ich gleich am Amboss stehe und richte mein Hufeisen nach dieser Form, wie der Huf ist. Läuft sich überhaupt nicht viel ab, aber er ist außen etwas mehr abgelaufen wie innen. Schöne kreisrunde Hufform. Wunderbar. So, dann machen wir dem jetzt mal die Eisen ab. Okay? Wenn ein Besitzer mit seinem Pferd sehr viel macht, ob jetzt fahren oder Distanzreiten oder Wanderreiten und möchte wirklich von A nach B reiten, ohne zu sagen, ich gehe auf den Wiesenweg und gehe auf den Wiesenweg, kommt er vermutlich hier bei uns in der Region im Hunsrück nicht um einen Hufschutz drumherum. Die Arbeit am Pferd ist nicht ganz ungefährlich. Lederschürze aus Sicherheitsgründen. Wenn mal ein Nagel beim Aufnageln von den Hufeisen durchs Bein gezogen wird oder übers Bein gezogen wird, dann hält das Leder doch ganz gut gegen. Auch als Schnittschutz fürs Messer oder für die Hauklinge als Schnittschutz. Das ist eine Nietklinge. Das ist ein Büffellederhammer. Und das ist eine Hufeisenabnehmzange. Das sind die 3 Werkzeuge, die wir jetzt brauchen, für die Eisen abzumachen. So, die erste Arbeit, die zu verrichten ist, ist das Aufnieten. Die Nägel des alten Beschlags werden durch das Aufnieten gelockert. So gehen die alten Eisen leichter ab und kein Horn bleibt an den Nägeln beim Runterheben hängen oder bricht dabei aus. Und jetzt wird das Eisen abgehebelt. Ein kniffliger Moment für den Hufschmied. Er muss beherzt zupacken, damit nichts schief geht. Dass man es auch in einem Rutsch abmacht, nicht, dass es halblose ist und das Pferd kriegt Panik und springt in die eigenen Nägel. Gut, das war's, danke.
Alle 4 Hufe werden von den alten Eisen befreit. Beim Abhebeln muss Marcus Rickus genau auf die Nägel achten. Sie dürfen den Huf beim Rausziehen nicht beschädigen. Gut, danke schön. Erst jetzt erkennt der Schmied, wie viel Horn seit dem letzten Beschlag nachgewachsen ist. Das Althorn muss er vorsichtig entfernen. Das Ausschneiden dient der Pflege des Hufes. Dabei kann er Hufkrankheiten erkennen und behandeln und Stellungsfehler korrigieren. Der Tragrand wird am Zehenteil, dem vorderen Bereich des Hufes, gekürzt, weil der hintere Teil des Hufes, der Trachtenteil, beim Laufen stärker abgenutzt wird. So, jetzt habe ich mit der Hauklinge den Tragerand gekürzt, das ist das hier, habe die Sohle, das Zerfallshorn rausgeholt und schneide jetzt den Strahl, äußere Strahlfurche, innere Strahlfurche, mittlere Strahlfurche, schneide ich sauber, damit der Dreck gut rausfällt, damit man es besser auskratzen kann. Das ist jetzt alles Althorn, abgestorbenes Horn, was wir hier rausmachen. Mit der Hufraspel sorgt Marcus Rickus für eine glatte Oberfläche am Tragrand, da wo später das Eisen sitzt. Das Feilen ist dafür wichtig, um den Wandverlauf gerade zu machen und den gleichen Abstand von der weißen Linie zur Außenwand. Das ist ganz wichtig, dass wir da einen gleichen Abstand haben. Äußerer Rand der weißen Linie, da sollen später die Nägel sitzen. Gut ab. So, Bernd, einmal bitte kehren. Beim nächsten Arbeitsschritt geht es ums exakte Maß. So, die weiteste Stelle messen wir jetzt. 14. Diagonale 14,5. 14,5. Gut, wunderbar. Ich messe die Breite vom Huf und die Diagonalen von der Trachte zum ersten Nagelloch. Und damit errechne ich mir die Stablänge für das Hufeisen, was wir machen wollen. Die errechnete Länge 33 cm. Normalerweise verwendet Marcus Rickus Standardeisen. Doch die lässt der Fachmann heute in der Schublade und stellt selbst eins her. Dafür begleiten wir den Hufschmied nach Beltheim-Mannebach in seine Lehrschmiede. Der Unterschied zwischen einem regelmäßigen Vordereisen und Hintereisen ist der: Das regelmäßige Vordereisen hat einen Zehenaufzug und das Hintereisen hat 2 seitliche Aufzüge. Zehenaufzug oder die Zehe bezeichnet man bei einem Hufeisen zwischen den ersten 2 Nagellöchern. Das ist die Zehe des Vordereisens und das ist die Zehe des Hintereisens. Die Formgebung: Das Vordereisen ist kreisrund und das Hintereisen ist spitzrund. Sieht man auch schön, wenn man drauf schaut. Eine spitzrunde Form, eine kreisrunde Form. Das Pferd hat 4 Beine, kann man eigentlich sehen wie ein Tisch auch, 4 Stempel. Und vorne am Pferd hängt noch ein Hals und ein Kopf dran. Dementsprechend ist vorne auch mehr Last. Und ein Huf, der Last aufnehmen muss, ist kreisrund. Und hinten sitzt beim Pferd der Motor, hinten kommt die Schubkraft her. Und deswegen ist hinten auch ein länglicher Huf, wenn das Pferd sich abdrückt, damit es nach vorne geht. Um das Eisen überhaupt formen zu können, muss es richtig erhitzt werden. Auf bis zu 1200 Grad. Dafür hat Marcus Rickus seine Esse, eine Feuerstelle mitten in der Schmiede. Auch beim Schmiedefeuer hat Marcus Rickus seine ganz eigene Technik. Bis die Steinkohle richtig glüht und heiß genug ist, dauert es.
Aber dass es bald soweit ist, verrät ihm der Rauch. So, jetzt wird der Qualm mehr. Der gelbe Qualm, der rauskommt, der ist schwefelhaltig, deswegen qualmt es gelb. Und dann kommt auch Flamme. Steinkohle ist das. Extra Schmiedekohle. Die soll nicht zu dick sein, soll nicht zu klein sein, sollte gewaschen sein. Walnuss groß und tiefschwarz. Die hier ist optimal. Ja, für die Vorderhufe von unserem Pferd, was wir eben ausgemessen haben, nehmen wir 25 x 8er Flacheisen, weil die etwas größer sind wie die Hinterhufe. Für die Hinterhufe nehmen wir 20 x 10. 20 mm breit, 10 mm dick. Das vermessen wir und zeichnen uns an. Messen die 33 cm wieder ab. Und dann setzen wir gleich einen Körnerpunkt dahin, wo die Mitte ist. Das hier ist der Körner. Und körnen immer an der Kante vom Amboss, dann springt auch das Flacheisen nicht so. Jetzt wird das Flacheisen auf die Stablänge von 33 cm gekürzt. Denn diese Länge benötigt er ja für das Vordereisen. Schutzbrille nicht vergessen. Damit das Flacheisen nicht scharfkantig ist, schleift er beide Enden nach. Als ersten Arbeitsschritt nach dem Körnen und nach dem Entgraden wäre jetzt etwa ein Drittel von der Hälfte vom Körnerpunkt zum äußeren Mittel, ein Drittel links vom Körnerpunkt und ein Drittel rechts vom Körnerpunkt erhitzen und stauchen. Erhitzen heißt im Feuer heiß machen und dann von hier oben etwas Material da reinstauchen. Die Mitte wird heiß, indem ich das Eisen genau über den Punkt lege, wo die Luft rauskommt. Da wird es am heißesten. Und wenn es zu weit links und rechts von dem Strich, wie wir angezeichnet haben, warm wird, mache ich es nochmal kalt, bis wirklich nur zu dem Punkt. Zum Abkühlen kann er das Eisen ins Wasserbecken neben dem Feuer tauchen. Hier am Feuer muss man immer etwas arbeiten, die Kohle beimachen, immer, wenn man das Werkstück aus dem Feuer zieht, zieht man eigentlich immer das Feuer auseinander. Jetzt ist es schon heiß, etwas zu heiß. Jetzt mache ich das Eisen kalt. Jawohl. Und jetzt können wir stauchen. Mit dem Stauchen verdickt Markus Rickus die Mitte des Flacheisens. Das ist für die Form des Eisens wichtig.
Die gegenüberliegende Seite von dem Körnerpunkt gehe ich jetzt hin und schmiede sie etwas dünn. Weil wenn wir gleich das Hufeisen biegen, wird die Innenseite gestaucht und die Außenseite wird quasi gezogen. Und deswegen schmiede ich schon im Vorfeld die Innenseite etwas dünner. Jetzt machen wir als nächsten Arbeitsschritt das Hufeisen etwa 2/3 links und 2/3 rechts vom Körnerpunkt warm. Und dafür muss das Eisen wieder ins Feuer, bis es die richtige Temperatur für die Bearbeitung hat. Wie lange das dauert, hat Lehrschmied Markus Rickus nach 30 Jahren Berufserfahrung im Gefühl. Das sind Erfahrungswerte. Das sind jetzt so 15, 20 Sekunden und dann hat man schon wieder gute Farbe im Eisen. Die Farben zeigen mir die Temperatur an. Von weiß über gelb nach unten zu rot und kirschrot. Umso heller es ist, umso heißer ist es und umso tiefer es in der Farbe geht, kirschrot, dunkelrot, umso kälter wird es. Es ist aber auf jeden Fall noch so heiß, dass man sich die Finger dran verbrennt. Das Schmiedefeuer wird bis zu 1600 Grad warm. Wenn man zu lange wartet, kann es aber auch zu heiß werden. Und das ist alles, was über 1550 Grad ist. Seht ihr diese Funken? Jetzt ist das Eisen verschmolzen. Das passiert, wenn man zu lange quatscht. Verwenden kann er das Eisen nun nicht mehr. Kernschrott. Gut, dass ein Hufschmied, wie das Sprichwort schon sagt, immer mehrere Eisen im Feuer hat. Das ist jetzt gleich schon wieder soweit. Wenn das Eisen im Feuer ist und wird warm, in der Zeit muss man immer schauen, dass man die ganzen anderen Werkzeuge, die man braucht, da liegen hat. Denn jetzt muss Markus Rickus die Zehe formen. Dafür muss aus dem Stahlstab ein V gebogen werden. Dieses V gibt dann die Grundform des Hufeisens. Diese größte Herausforderung ist eigentlich dieses V, dass das eine gewisse Symmetrie hat. Das ist eigentlich für mich immer noch die schwierigste Aufgabe beim Hufeisen machen. Das Falzen, das Stempeln, das Lochen geht mir eigentlich gut von der Hand. Dieses V ist eigentlich die größte Herausforderung. So, für dieses V sollte man sich viel Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig, dass da eine schöne Symmetrie ist. Dass der Körnerpunkt genau in der Mitte ist und dass von dem Körnerpunkt aus eine gleichmäßige Zehe gebogen wird. Das Anzeichnen der Falz und die Strahlfreiheit zu schmieden. Das wäre jetzt der nächste Arbeitsschritt. So, jetzt machen wir erst die Strahlfreiheit. Dafür werden die Kanten der Schenkelenden abgerundet. Das soll ein Drücken auf den Hufstrahl verhindern. Außerdem freut sich auch der Reiter, denn das Reinigen des Hufes soll ihm dadurch später erleichtert werden. Die Strahlfreiheit ist dafür da, dass, wenn das Eisen am Huf ist, damit noch der Huf ausgekratzt werden, gut gereinigt werden kann, damit man nicht am Eisen hängen bleibt. Deswegen nennt man das Strahlfreiheit.
So, jetzt habe ich den Zirkel. Setze den vorne im Körnerpunkt an und markiere mir jeweils den Anfang der Falz. Dann hole ich den Falzhammer. Der hat hier einen leichten Bogen und setze den hier an und markiere mir den Falzanfang. Die Falz ist eine Vertiefung im Hufeisen, wo der Nagelkopf quasi versenkt wird im Eisen. Damit der Nagel nicht zu weit rausschaut, damit das Pferd besser gehen kann, mehr Gehkomfort hat. Und damit der Nagel sich nicht zu schnell abnutzt. Der nächste Arbeitsschritt wäre nun das Einbiegen des Schenkels. Ihr seht hier, die Zehe ist nun bei beiden Hufeisen gleich. Der Falzanfang ist gegeben. Und jetzt machen wir die Falz, die hier auf der Seite an dem Hufeisen ist, machen wir jetzt hier rein und biegen auch dann diese Seite ähnlich wie hier. Dabei achtet der Schmied darauf, die richtige Schenkelseite zu erhitzen. Den entstandenen Abbrand des Eisens, den sogenannten Zunder, entfernt er mit der Stahlbürste und sorgt damit für eine saubere Oberfläche. Jetzt zeichne ich mir dünn die Falz an. Wichtig ist dabei, die Falz darf nicht zu weit auf der Innenseite sein und darf nicht zu weit auf der Außenseite sein. Das muss genau passen, wenn wir das Hufeisen auf den Pferdehuf draufnageln, damit wir genau die weiße Linie treffen. Das ist ganz wichtig. Denn wenn die weiße Linie nicht getroffen wird, nagelt der Schmied ins sogenannte Leben und kann das Pferd verletzen und ihm wehtun. Jetzt überschmieden wir das, was wir jetzt durch das Reintreiben des Falzhammers ins Eisen machen, drückt sich ja quasi raus. Das überschmieden wir nun und schmieden es wieder ein. Ordnung und Sauberkeit sind bei der Schmiedearbeit wichtig. Wenn man den Amboss nicht ab und zu mal sauber bläst, hat man den ganzen Zunder und den ganzen Kohlenstoff im Hufeisen drin. Da gibt es keine schöne Oberfläche. Beim Nacharbeiten der Falz ist volle Konzentration gefordert. Millimeter für Millimeter bohrt sich der Falzhammer in das heiße Eisen. Ist die Falz zu tief in die Auflagefläche geschlagen, ist es mit dem Eisen vorbei und es kann nicht mehr verwendet werden. Ja, dass man hier hinten schon sieht, dass der Falzhammer schon fast durch ist. Dann kann man das Eisen aber wegwerfen. Dem erfahrenen Hufschmied passiert das aber ganz selten.
Der nächste Arbeitsschritt, den wir machen, ist die Stempellöcher. Wir machen 3, eins vorne, eins an der weitesten Stelle, eins genau dazwischen. Und dafür habe ich das Eisen schon im Feuer und dann stempeln wir mit dem Stempelhammer und mit dem Lochdorn. So, das war das 10-Nagelloch. Jetzt gehen wir an die weiteste Stelle. Und dann suchen wir genau die Mitte. Kühlen den Stempelhammer etwas ab, damit er vorne nicht zu heiß wird. Dann verliert er die Härte. Dafür taucht er die Spitze des Hammers immer wieder in Wachs, denn dadurch wird die Hitze einfach abgeleitet. Und jetzt holen wir den Lochdorn und lochen dann das gestempelte Loch durch. Wunderschön zu sehen, die 3 Nagellöcher durchgelocht. Jetzt überschmieden wir das noch. Und die eine Schenkelseite ist fertig. Jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite spiegelverkehrt. Nachdem er damit fertig ist, fehlt am Vordereisen nur noch die sogenannte Kappe oder der Aufzug. Die Kappe soll dafür sorgen, dass das Eisen nicht nur von den Nägeln gehalten wird. Und sie zentriert das Eisen auf dem Huf. So, nun kommt der letzte Arbeitsschritt am Feuer. Das Kappe ziehen. Dafür braucht man den Kugelhammer. Und dann zieht man auf der Kante vom Amboss eine Blase. Die Zehenkappe stabilisiert das Hufeisen. Beim Vordereisen ist der Aufzug in der Mitte, da der Vorderhufkreis rund ist. Und daraus macht man dann einen Aufzug oder eine Kappe. Die Aufzüge oder Kappen dürfen nicht spitz oder scharfkantig sein. Denn falls das Eisen am Huf verrutscht, kann sich das Pferd schnell verletzen. Wunderbar, die ist mal gut gelungen, passiert auch manchmal anders. Auch das regelmäßige Hintereisen ist fast fertig. Da das Eisen nicht rund, sondern leicht oval ist, bekommt es 2 Aufzüge an den Seiten. So hält das Hufeisen später besser am Pferdehuf. Die letzte Arbeit, die wir nun am Eisen machen, ist das Kantendreschen, damit das Pferd, wenn es sich relativ dicht zueinander stellt, damit es von seinen eigenen Hufen abrutscht, damit es sich nicht die Eisen abtritt. Die Eisen sollen schließlich bis zu 8 Wochen auf dem Pferdehuf halten. Wunderbar, fertig.
Mir gefällt es gut. Schönes Eisen, schönes regelmäßiges Vordereisen. Die letzte Kontrolle, die nun kommt am Schluss, ist, ob die Nägel passen. Das sieht gut aus. Das Dach vom Nagel schaut oben raus und er sitzt sehr gut. Ein Loch, 2 Loch, wunderbar. Das dritte Loch, gut. Okay, hier steht der Nagel etwas weit raus. Hier auch. Hier passt es wieder. Muss man noch etwas nachlochen, die 2 Nagellöcher. Mit dem Lochdorn und dem Schmiedehammer arbeitet Markus Rickus die Nagellöcher nach. Das kann er auch im kalten Zustand machen. Wunderbar. Tipptopp. Das war's. So können wir das Eisen jetzt verwenden. Zurück im Gestüt Simmenach in Traben-Trarbach. Hier wartet das Springpferd noch auf seine individuell geschmiedeten Hufeisen. Damit das Eisen heiß aufgebrannt werden kann, schmeißt der Lehrschmied schon mal den Gasofen an. Im kalten Zustand überprüft Markus Rickus die Passgenauigkeit. Perfekt, ja? Cool. Schön. Das ist schon mal hinten links. Jetzt probieren wir es gleich noch mal hinten rechts. Jo. Perfekt, schön. Super geil. Ja. Super zufrieden. Eisen passen, von der Größe ideal. Schön, ist das richtige Eisen für das Pferd. Gefällt mir richtig gut. Bin ich glücklich und stolz mit. Und jetzt schauen wir nach vorne, wie vorne die Eisen aussehen. Ja. Weiter. Ja. Ah, kriegen wir hin. Man hat mit den Jahren schon ein gewisses Gefühl, dieses Pferd ist cool und ruhig oder dieses Pferd ist crazy. Einen Tritt kriegt man immer mal wieder ab, dass man vielleicht zu sicher ist mit den Jahren. Man meint, ich habe das im Griff. Und dann ist es auch gar nicht schlecht, dass man mal einen Tritt abbekommt. Dann ist man auch wieder wach. Eine Woche Schmerzen um Oberschenkel oder irgendwo, dann ist man wieder bei der Sache für die nächsten Monate. So, jetzt haben wir die Hufeisen im kalten Zustand draufgehalten. Die passen gut. Jetzt versuche ich die Form des Hufes in mein Eisen zu geben. Bernd, bitte hinten links hoch. Das Aufbrennen tut dem Pferd nicht weh. Das Horn ist ein schlechter Hitzeleiter. Jo, passt gut. Super, schön. Hier sieht man auch schön die Strahlfreiheit. So, jetzt sind hier die Nagellöcher. Ein Nagelloch, 2, 3. Das passt prima, das passt prima, das passt auch. Jetzt drehe ich mir das Eisen um und sehe schön den Aufbrand hier. Perfekt. Eine schöne Garnitur läuft. Mit Garnitur ist der Überstand des Eisens am Huf gemeint. Oh, das ist etwas zu groß. Halt gerade fest, ich komme wieder. Die Form trifft man nicht immer beim ersten Mal. Jawohl. Die Innenseite sieht gut aus. Die Außenseite ist ein bisschen eng. Machen wir noch mal ein bisschen weiter. Die Nagellöcher passen auch wieder gut. Die Nagellöcher sollten am
äußeren Rand der weißen Linie sitzen. Und damit sichere ich mich ab, dass der Nagel nicht im Leben sitzt. Von der weißen Linie zur Hufmitte, da ist ein Knochen und da ist Blut. Die Lederhäute sind da und dementsprechend ist da Leben. Und wenn er dort zu stark kürzt, verletzt er das Pferd. Dann lahmt es und kann nicht mehr schmerzfrei auftreten. Das Horn ist nämlich nur bis zu einem gewissen Punkt unempfindlich. Ähnlich wie beim Menschen die Fußnägel, die man ja auch nur bis zu einer bestimmten Länge schmerzfrei kürzen kann. Eins, zwei, da sitzt vermutlich der dritte. 1, 2, 3. Wunderbar, tipptopp, so bleibt's. Jetzt zeichnet sich Marcus Rickus die Garnitur an. Ich zeichne jetzt den Überstand des Eisens vom Huf an und schleife das jetzt so, dass wenn er sich hinstellt, ganz dicht mit den Hufen zusammen, dass er sich nicht mit dem einen Hufeisen das andere Hufeisen abtritt. Okay. Eine gewisse Garnitur sagt man dazu. Das wird jetzt geschliffen und die Linie sollte stehen bleiben. Heute übernimmt das Abschleifen sein Mitarbeiter Bernd. Jetzt macht man den Aufbrand etwas weg, damit die Oberfläche unter dem Eisen glatt ist. Gut. So, jetzt kontrollieren wir unseren Sitz von dem Eisen. Lass bitte mal ab, Bernd. Wunderbar. Sitzt schön, schöne Garnitur, innen und außen. So können wir es festmachen. Prima. Ja, man muss so ein bisschen aufpassen, dass die Nägel schon rauskommen. In einer gewissen Höhe, nicht zu flach, nicht zu hoch. Mit schwachen und leichten Schlägen kann man den Nagel etwas länger ziehen und mit starken Schlägen kommt der Nagel etwas früher. So, jetzt beim nächsten Schlag kommt der Nagel raus. Dafür sorgt die Zwicke, also die abgeschrägte Nagelspitze. Der Nagel hat auch eine Zwicke vorne und diese Zwicke treibt den Nagel nach außen. Ich muss den so ansetzen im Loch, dass der durch die Zwicke nach außen kommt. So, jetzt hört man schön das Nageln und jetzt wird der Klang etwas anders. Jetzt komme ich an die Wand. Da ist der Nagel. Wunderbar. Dankeschön. Das ist ein Sand mit einer Jodtintur. Das machen wir da in die Löcher rein. Damit sich da kein Dreck reinsetzt. Das schützt vor Bakterien im Bereich der weißen Linie.
Ist er da? Scheiße. Ist etwas zu früh, zu spät. Der ist gut. Der Nagel ist etwas zu hoch. Schönheitsfehler. Den versuchen wir etwas flacher zu nageln. Wunderbar. Gut, wunderbar. Achtung, Markus. Gut. Die einzelnen Arbeitsschritte beim Zunieten sind jetzt das bündige Abzwicken der Nägel. Ich habe in meiner Zange ein Magnet drin, damit die Nagelzwicke nicht in der Stallgasse verloren geht. Und das Pferd bekommt einen Nageltritt oder tritt da rein. So, dann gehe ich hin, der Unterhauer und der Hufbeschlaghammer. Damit unterhaue ich unter den Nagel ein Nietbett. Die Nieten muss er beim nächsten Beschlag dann wieder zerstören. Dann wäre das nächste, was wir machen, mit der Zange, mit der Hufbeschlagszange und mit dem Hammer die Nägel nachziehen. Denn die Eisen sollen 6 bis 8 Wochen auf dem Huf halten. Dafür müssen sie bombenfest sitzen. Dabei ist es wichtig, dass man nicht so sehr auf die Nägel draufdrückt, sondern einfach nur die Zange dahin hält. So, dann geht man hin und schlägt den Nagel in den rechten Winkel und pitcht die Niete in der gewünschten Länge ab und nietet dann mit gezielten Schlägen die Niete ins Nietbett. Eine Niete ist eine Verbindung, die nur gelöst wird durch Zerstören. Das haben wir ganz am Anfang gesehen. Die Niete musste ich zerstören, dass ich das Eisen abmachen konnte. Und jetzt mache ich wieder neue Nieten. Hey, hörst du auf? Jetzt gehe ich hin und gehe einmal mit der Raspel drüber zum Entgraden. Damit keine Nagelspitzen aus der Hufwand rausschauen. Dann gehen wir hin und schließen die alten Nagelkanäle und auch da, wo der neue Nagel aus der Wand rausgekommen ist, mit Putti. Putti ist ein Markenname. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie Fensterkit mit ätherischen Ölen. Knapp eine Stunde hat die Arbeit am Pferd gedauert. Zum Schluss noch ein pflegendes Öl auf die Hufe. Wunderbar. Dankeschön. Für heute ist Markus Rickus fertig mit dem Hufbeschlag. Wenn alles gut hält, wird er in knapp 8 Wochen wiederkommen und neue Eisen machen. Dann fängt die Arbeit für ihn wieder von vorne an. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.